Hallo und herzlich willkommen. Das nächste Update steht an und deshalb gibt es wieder einen Newsflash zu dem Changelog 2.2.0. Wir gehen das wieder der Reihe nach durch und ich werde einzelne Funktionen dann ein bisschen genauer erläutern. Fangen wir an mit den neuen Inhalten. Irgendwann nach diesem Update wird das aventurische Pandemonium und aventurische T-Gefährten erscheinen. Als nächstes direkt zu den wichtigsten neuen Features. Zum einen wurde die Verbesserung der Suchfilter in der Bibliothek durchgeführt. Öffnen wir dazu einmal die Bibliothek und schauen uns das direkt an. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier in der Bibliothek in jedem dieser Unterpunkte auf dieses kleine Gehirn zu klicken. Dann öffnet sich hier eine erweiterte Suche. Ihr wählt dann den jeweiligen Bereich aus, den ihr durchsuchen wollt. Hier zum Beispiel die Zauber. Könnt dann zum Beispiel nach nur elfischen Zaubern suchen. Oder aber ihr geht in den Ausrüstungsbereich, sucht nach Ausrüstung und filtert dann auf Kleidung oder was auch immer ihr wollt. Sehr praktisch, um die Suche noch etwas genauer durchführen zu können und einige Sachen etwas besser zu finden oder durchzuschauen. Direkt daneben ist hier einmal die Möglichkeit, die Items, die hier drin sind, da die Welt-Items zu deaktivieren vom Index, also von der Suche. Es klingt jetzt ein bisschen technisch. Im Endeffekt kann es sein, es gab vor kurzem eine Diskussion auf dem Discord wegen Performance-Problemen. Wenn einer von euch hier Performance-Probleme hat, aktiviert es einmal, ladet die Welt neu, dann greift es und schaut, ob die Performance-Probleme damit besser werden. Da ich selber aktuell keine Performance-Probleme habe, brauche ich es nicht, aber versucht es ruhig damit einmal. So werden nämlich die Items, die ihr hier untergebracht habt, zum Beispiel die Items oder Zauber und so weiter nicht mit durchsucht. Dadurch spart ihr euch einiges an Performance-Ärger. Das wäre es auch schon, was in der Bibliothek dazu gekommen ist. Es gibt noch hier einen kleinen Nebensatz. Es gibt wohl mit dem Firefox-Browser Probleme mit Memory Leaks, wenn man die Bibliothek indexiert, das bedeutet öffnet und er lädt einmal komplett den Index und dann diesen Tab, in dem man ist, zu oft aktualisiert, also mit F5 neu lädt oder sonst irgendwas macht. Generell kann ich die Empfehlung nur geben an euch alle, nutzt einen Browser auf Chromium-Basis. Chrome ist da der verbreitetste, aber es gibt auch andere. Ich habe zum Beispiel von Brave gehört, dass der relativ gut funktioniert. Versucht es bitte damit. Allein die Video-Funktion, wenn ihr Video eingebaut in Foundry nutzt, macht unter Firefox auch Riesenärger. Also ich würde dort allen Spielern und vor allen Dingen Spielleitern sowieso empfehlen, nutzt einen Browser auf Chromium-Basis. Kommen wir zum nächsten. Der Journalbrowser wurde ebenfalls überarbeitet. Wenn wir reinschauen, sehen wir da im ersten Moment noch nichts von. Ich öffne jetzt aber mal eins der Regelwerke. Dann sehen wir, hier oben gibt es einmal eine Suche. Wenn ich diese Suche hier normal durchführe, dann durchsucht er erstmal nur die Überschriften, die es in diesem Regelwerk gibt. Hier rechts daneben gibt es noch die Möglichkeit, die Volltextsuche zu aktivieren. Mache ich das, durchsucht er auch alle Seiten nach dem Begriff, den ich hier eingebe. Ihr könnt dann den jeweiligen Eintrag öffnen und auch neu hinzugekommen ist hier oben einmal diese Pinnadel. Ihr könnt nämlich jetzt hier oben in der Leiste euch Einträge, die ihr braucht, anpinnen, sodass ihr sie hier oben immer zur Verfügung habt. Das ist für jeden Teilnehmer, also sowohl für Spieler als auch Spielleiter individuell. Das heißt, ihr als Spieler könnt euch Regeln oder Regelseiten, die ihr immer mal wieder braucht, hier anpinnen. Als Spielleiter zum Beispiel eine Szene, in der ihr im Moment seid und vielleicht Ergänzungsinformationen hier einmal anpinnen. So habt ihr die relativ schnell im Zugriff. Wollt ihr es wieder entfernen, genügt ein Rechtsklick darauf. Das Auge öffnet den Original-Journaleintrag im Kompendium des jeweiligen Moduls. Ihr könnt auch hier eigene Journaleinträge reinziehen. Ich habe hier zum Beispiel was vorbereitet für dieses Tutorial. Das kann ich einfach in den Journalbrowser reinziehen und auch das wird mir hier eingepinnt. Auch wieder mit dem Rechtsklick zu entfernen. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, die sich im Journalbrowser geöffnet haben. Ihr könnt hier auch nochmal im Detail alles durchlesen, wenn der Patch rauskommt. Das ist aber das, was ich euch auf jeden Fall zeigen wollte. Und jetzt kommen wir zu einer Reihe von einzelnen Verbesserungen, die wir auch mal der Reihe nach durchgeben. Hier steht drin, dass beim Händler etwas verändert wurde. Ich würde dafür jetzt einmal gleich in die Spieleransicht wechseln. Vorher zeige ich euch aber noch einmal kurz, was ich im Händler gemacht habe. Ich habe hier einen Händler und habe im Händler-Tab ganz unten eine Dienstleistung hinzugefügt. Eine Dienstleistung ist ein Ausrüstungsgegenstand, der hier unter Details die Ausrüstungskategorie Dienstleistung hat.
Jetzt ist es so, wenn ein Spieler diesen kauft, dann wird er hier nicht mehr rausgenommen, sondern es erscheint nur noch eine Chatmitteilung und der Spieler bezahlt das. Ich zeige euch das einmal in der Spieleransicht, dafür wechseln wir. Wir befinden uns jetzt in der Spieleransicht und ich öffne mit dem Spieler den Händler und kann jetzt hier unten dieses Gemeinschaftszimmer, ihr könnt natürlich auch Pferde kaufen oder was auch immer euch einfällt, also relativ kreative Wege, kaufen. Und es wird nicht entfernt, also ihr seht, die Anzahl hat sich hier nicht verändert. Und es kommt einmal die Mitteilung, ja, hat ein Gemeinschaftszimmer gekauft. Ganz praktisch. Was ihr auch neu gehört habt, ist, ich wechsle mal ganz kurz zurück in die Spielleiteransicht. Ist ein Punkt, der etwas weiter unten kommt. Das ist dieser hier. Beim Bezahlen oder Verkaufen von Dingen sollte nur ein kleiner Ton abgespielt werden, wenn die Game Audio Bundles installiert sind. Die Game Audio Bundles sind Module. Davon gibt es mittlerweile 4 Stück. Die DSA-Abenteuer, wenn ihr meine anderen Videos dazu gesehen habt, also zum Midsommar-Rache zum Beispiel, setzen die auch voraus, damit die Sounds auf den Maps funktionieren. Und jetzt wird auch im System, es gibt noch ein paar andere Stellen, die ich euch gleich zeige, dieses hier verwendet, um diese Sounds abzuspielen. Also beim Händler ist es zum Beispiel beim Bezahlen oder Verkaufen von Dingen. Der nächste Punkt ist, die Eigenschaften Vertrauter funktionieren nun über Active Effects. Was bedeutet das? Wir schauen uns das hier einmal an. Wir nehmen hier mal den Alligator und möchten diesem, wie vorher auch, die Eigenschaft. Ne, hier ist es. So, Moment. Vertrauter hinzufügen. Wenn ich sonst einen Vertrauten erstellt habe, habe ich ihm das hinzugefügt. Das klappt auch jetzt. Ich ziehe das hier rein und er bekommt jetzt die Werte, die ein Vertrauter haben müsste, kann mit Abenteuerpunkten gesteigert werden und so weiter. Was neu ist, ist, dass es jetzt nicht hier allein über diesen Begriff geregelt wird und dann im Hintergrund komplett technisch verrechnet wird, sondern ihr bekommt hier jetzt einen Status, einen Zustand Vertrauter, in dem ihr auch nochmal nachschauen könnt, was macht der genau, also was hat der für Effekte. Und ihr könnt diese sogar, nee, ihr könnt sie nicht editieren. Das geht leider in Foundry 8.8 immer noch nicht, dass sie hier drin editiert, aber diese Dinge könnt ihr hier nachschauen. Es funktioniert technisch einfach ein bisschen anders, um damit auch noch ein bisschen rumzuspielen. Ich probiere es jetzt mal aus, nicht, dass ich euch was Falsches erzähle. Nee, genau, ihr könnt diesen Effekt hier natürlich nicht editieren. Das erlaubt Foundry 8.8 noch nicht. Aber ja, ganz nett. Ihr könnt nämlich dann diesen Vertrauten, der jetzt hier im Kompendium noch steckt, importieren. Hier ist der Vertraute. Und könnt ihm noch Statuseffekte hinzufügen, die dann hinzugewonnen werden, wenn der da drin ist. Also so habt ihr eine Möglichkeit, das noch ein bisschen zu individualisieren und zu verändern. Aber grundsätzlich, ja, ganz nett, dass es jetzt hier zumindest auftaucht und nachgeschaut werden kann, was macht das überhaupt. Wollt ihr den Vertrauten wieder entfernen, weil ihr euch versehen habt, dann reicht es, hier den Vertrauten zu entfernen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Genau, der Ausrüsten-Button im Inventar löst nun einen kleinen Ton aus. Auch hier sind die Game Audio Bundles wieder eine Voraussetzung. Wenn ich hier reingehe und etwas ausrüste, wird ein Ton abgespielt. Eine kleine Veränderung gibt es im Angriffsfenster. Wenn ich mit ihr jetzt einen Angriff würfel, sei es im Kampf, also über den Combat Tracker oder hier, wird jetzt hier oben rechts das gewählte Ziel nochmal angezeigt. So könnt ihr sicher gehen, als Spielleiter nicht ständig sagen zu müssen, habt ihr euer Ziel markiert. Ihr könnt hier auch nochmal darauf hinweisen, habe ich keins markiert, zeigt er hier kein Ziel an. Auch nochmal ein Hinweis, Achtung, ne? Ihr müsst ein Ziel markieren. Das hatten wir. Auch der Pay- und Get-Button sollte einen Ton abspielen. Das probieren wir direkt mal aus. Ich wechsle kurz in die Spieleransicht. Hier in der Spieleransicht klicke ich jetzt auf Bezahlen und wie ihr gehört habt, wurde der Ton abgespielt. Zurück in die Spielleiteransicht. So, da sind wir wieder. Es gibt jetzt eine Änderung bei dem zufälligen Opfer im Spielleitermenü. Wir gehen kurz ins Spielleitermenü. Hier oben gibt es ja die Möglichkeit, ein zufälliges Opfer hier rauszuwählen. Zum einen kann, wenn ihr ja, Pechmagnet oder so aktiv habt, wo ja die prozentuelle Chance bei solchen Würfen anders ausgewählt zu werden, könnt ihr jetzt mit einem Rechtsklick Pechmagnet berücksichtigen. Das steht hier auch nochmal in diesem Tooltip.
Und ihr könnt auch auswählen, hier mit den Checkboxen jetzt, welche Charaktere berücksichtigt werden sollen bei diesem Wurf. Also das wird jetzt mit den Checkboxen angehakt. Wenn jetzt zum Beispiel der Esel keine Nachtwache hält, weil er vielleicht lieber schlafen möchte, dann wählt ihr ihn nicht aus, ansonsten selektiert ihr ihn mit und er kann gewürfelt werden und wird es auch direkt. Dann gibt es die Möglichkeit, es gibt transferierte Statuseffekte. Und zwar über gewisse Items. Das ist auch durch das Update von den Ausrüstungsgegenständen passiert. Hier zum Beispiel Feuer und Stahl haben ein kleines Update bekommen. Und wenn ich jetzt hier aus dem Gegenstand diesen Statuseffekt bekomme, dann kann ich draufklicken und ich kriege direkt den Gegenstand angezeigt, der diesen Statuseffekt auslöst. Das sagt eigentlich die Änderung. Okay, ich habe mich kurz verlaufen. Genau, es gibt eine neue Einstellung. Insgesamt gibt es sogar 2 in den Systemeinstellungen. Wir schauen da einmal rein. Machen wir hier einmal zu, auch die Bibliothek. Einstellungen, Systemeinstellungen. Zum einen hier unten Modifikatorenliste ausklappen. Was bedeutet das? Mache ich hier eine Probe, zum Beispiel auf Kriegskunst, und modifiziere mir das. Würfel. Dann habe ich hier immer dieses Plus, um die Modifikatoren auszuklappen. Wenn ihr das nicht wollt, nicht immer ausklappen wollt, sondern dieses immer angezeigt bekommen wollt, setzt ihr hier einen Haken, speichert die Änderungen, setzt noch eine Erleichterung und ihr seht es immer ausgeklappt. Also je nachdem, wie ihr es gerne haben möchtet, könnt ihr das jetzt in den Spieleinstellungen direkt vorbelegen. So, ich muss hier noch einmal was reinschneiden, denn ich hätte euch fast die zweite Einstellung unterschlagen. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück in die Systemeinstellungen. Denn die zweite Einstellung, die neu hinzugekommen ist, sind nämlich die Inventargeräusche. Die könnt ihr hier aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, ob euch das stört oder nicht. Also einmal die Modifikatorenliste und die Inventargeräusche, die ihr hier deaktivieren könnt. Dann wurde die Spalte Belastung entfernt. Sie war sonst hier, wo gesagt wurde Belastung ja, nein. Im Endeffekt ist es bei Foundry als Anzeige für euch nicht ganz so wichtig, weil ihr seht automatisch, wenn ihr eine Probe würfelt und ihr habt eine Belastung, ob diese ja verwendet wird oder nicht. Moment, das nehmen wir mal kurz einen Charakter, der eine Belastung hat. Hier habe ich eine Kettenrüstung mit einer Belastung von 1. Wenn ich jetzt eine Körperbeherrschungsprobe würfel, wird hier automatisch die Belastung verrechnet, weshalb hier die Information rausgeflogen ist, um ein bisschen mehr Ergonomie hier in der Übersicht zu bieten. Dann gibt es im Probenfenster für Spielleiter nun die Möglichkeit, ein erwünschtes Würfelergebnis einzugeben. Diese unverschämten Spieler haben es wirklich verdient, mal verprügelt zu werden. Bitte niemand erzählen, dass man so auch unauffällig Charaktere retten kann. Zitat Ende. Ganz bewusst zitiert. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit als Spielleiter, wenn ihr eine Probe öffnet, hier unten den Button Spielleiterwillkür zu verwenden. Klickt dort drauf, wird euch erstmal eine Probe simuliert, in der ihr seht, das wären die Ergebnisse gewesen, hättet ihr gewürfelt. Und dann könnt ihr ganz einfach beigehen, mit Links-Rechts-Klick diese Proben verändern, auf Ja klicken und keiner eurer Spieler wird erfahren, dass ihr die Probe manipuliert habt. Ja, ich denke, da wird jeder für sich selbst entscheiden, ob er das verwendet oder nicht. Ihr habt jetzt aber die Möglichkeit dazu. Dann gibt es jetzt eine neue Eigenschaft, die ja, Begleiter Companion genannt wird. Die ist nicht neu hinzugefügt worden, sondern ihr müsst sie manuell eingeben. Was für einen Hintergrund hat das? Bisher gab es nur die Möglichkeit, in Tieren Erfahrungspunkte zu pflegen, wenn ihr die ja, Eigenschaft Vertrauter hinzugefügt habt, wie wir es gerade eben gemacht haben. Wenn ihr jetzt aber sagt, hier neue Fähigkeit und nennt sie im Deutschen Begleiter, im Englischen müsste sie ein Companion heißen, so wie sie im Changelog steht, und speichert sie durch, dann seht ihr, bekommt ihr jetzt hier auch für diese Kreatur, obwohl sie keine ASP, keine Statusveränderung hat, die Möglichkeit, Erfahrungspunkte hinzuzufügen und diese zu steigern. Auch ganz nett, um jetzt bestimmt, ist das eine Vorbereitung auf aventurische Tiergefährten, wo es die Regel dazu gibt. Ja, aber ihr könnt es auch ohne aventurische Tiergefährten verwenden. Dann wurden ein paar ausklappbare Listen etwas hilfreicher sortiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, welche nicht hilfreich sortiert waren. Ja, eine, die mir aufgefallen ist, aber die war vorher schon alphabetisch sortiert, ist diese hier zum Beispiel. Bei anderen Listen soll es nun auch sinnvoller sein. Also wenn ihr so über eine stolpert und ja, dann sollte die Sortierung nun etwas sinniger sein. Der
CH oder Check-Befehl. Ich werde Ihnen noch einmal kurz zeigen, was er macht, damit wir alle auf demselben Stand sind. Wenn ich hier im Chat Check eingebe, dann meinetwegen noch sage Sinnesschärfe, ihn vervollständige und per Enter bestätige, bekomme ich eine Probe, die völlig losgelöst ist vom Charakter. Die Eigenschaftswerte sind 12, 12, 12 und der Fertigkeitswert ist 0. Und ich kann jetzt hier sagen, ich verändere die noch, also habe ich jetzt 14, 14, 10, einen Fertigkeitswert von 5 und ich kann so ohne, hier wird für den bekannten Alrik gewürfelt, ohne ja, einen Charakter zu haben, proben. Das ist gerade für den Spielleiter, der nicht für jeden Akteur einen eigenen Akteur anlegen will. Also wenn zum Beispiel für denjenigen nur eine Willenskraft angegeben ist, kann ich die auch so proben. Jetzt gibt es die Möglichkeit, schneller auf diese Probe zuzugreifen. Und zwar gibt es jetzt hier diesen Makrobefehl, Game DSA 5 Makro Roll Check, der hier nochmal ein bisschen genauer beschrieben ist. Den habe ich mir kopiert, habe ihn hier in ein Makro geschrieben, mit der Sinnesschärfe, wie wir sie gerade hatten. Genau so, wie es hier steht, also aus dem Changelog kopiert und dann ausgeführt. Dann kommt auf die Schnelle genau diese Probe. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, hier Makros für Sinnesschärfe oder Willenskraft oder Selbstbeherrschung anzulegen, um schnell für ja, Akteure, die ich nicht anlegen möchte, Proben würfeln zu können. Ganz praktisch. Zusätzlich, das ist dieser Änderungseintrag hier, wurde der Befehl auch für Journaleinträge hinzugefügt. Ich musste ganz kurz basteln, aber im Prinzip funktioniert der genauso, wie wir es jetzt mit dem Request kennen. Also das ist dieser hier von der Formatierung. Genauso aufgebaut. Ihr seht es ja schon darüber, wie der Request. Ihr sagt add check, Sinnesschärfe 0, speichert, dann wandelt sich das Ding um zu einem Button, bekommt ihr ein anderes Icon, klicke ich hier drauf, wird genauso wie gerade eben diese Probe ausgelöst. So könnt ihr euch auch direkt hier hinter, ich hatte ja gerade eben die Willenskraft erwähnt, wenn ihr dann eine Charakterbeschreibung habt, sagt ihr ihm hier Willenskraft speichern. Dann habt ihr zwar die Werte hier immer noch nicht drin stehen, vielleicht solltet ihr die da hinten ergänzen, also 13, 13, 13 ist so ein gängiges Ding. Dann müsst ihr hier nur einmal 13, 13, 13 eingeben, vielleicht hat er einen Wert von 3 und fertig. Das geht ein bisschen schneller, als wenn ihr immer den Checkbefehl eingebt. Da müsst ihr mal schauen, ob Makros dann das Mittel eurer Wahl sind, ob ihr so einen Eintrag macht. Ist aber schön, dass die Möglichkeit hinzugefügt wurde. Der letzte Eintrag hier bedeutet, dass Gegenstände, die eine Verzauberung erhalten oder Effekte haben, nur mit einem visuellen Hinweis dargestellt werden. Dieser visuelle Hinweis ist folgender. Ich öffne jetzt hier mal die Kriegerin und füge ihr, ich muss mal kurz gucken, ich glaube, dieses hier war es, genau, dieses Barbarenschwert hat eine Verzauberung von mir, ein Attribut Körperkraft. Und wenn ich dieses Barbarenschwert jetzt bei ihr hinzufüge, seht ihr diesen leichten blauen Schein als Unterschied zu dem normalen Barbarenschwert oder zu den normalen Schwertern. Daran könnt ihr auf die Schnelle erkennen, dass dieser Gegenstand ja eine Verzauberung oder einen Effekt eingetragen hat. Der Rest sind ja die üblichen Bugs, die beschrieben werden. Ein paar wurden gefixt und das war's insgesamt vom Changelog. Das wäre es auch dann mit diesem Video. Ja, lasst mir wie immer einen Kommentar da, wenn ihr weitere Fragen, Anmerkungen oder Wünsche habt. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Video.